for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, upsa, recht kleines Schlänkchen noch, aber umso hübscher. Eine Kukri-Natter, auf Lateinisch Oligodon purpurascens, ist eine kleine Natter oder eine relativ klein bleibende Natter, die in der Terraristik noch gar nicht so verbreitet ist. Aber ist ein echt tolles Terrarientier, kommt aus Malaysia, aus Timon, ist dort endemisch, also das heißt, sie kommt nur dort vor, wird adult so circa 90 cm groß. Das Spannende auch in der Terraristik, zum einen fressen sie Babymäuse, aber sie fressen auch in der Natur und das auch in der Terraristik Eier, und man kann sie sogar tatsächlich mit verquirltem Eiweiß, Eigelb ernähren. Ne? Wenn man da so ein Schälchen reinstellt, gehen die da tatsächlich ran und trinken selber da draus. Also man muss das nicht irgendwie wie bei den Eierschlangen in der Spritze denen geben, sondern die trinken das vermischte Eiweiß, Eigelb. So kann man sie ernähren. Oder wie gesagt, Babymäuse, beziehungsweise wenn sie größer sind, entsprechend große Mäuse, die fressen. Oder dann auch eben entsprechende Eier, Wachteleier und so weiter. Ne? Tolles, spannendes Terrarientier. Für uns auch das erste Mal, dass wir die besitzen bekommen haben. Ja, freue ich mich, und deswegen möchte ich sie euch heute zeigen. In der Folge heute haben wir unseren Terrarienwettbewerb. Wir hatten aufgerufen über die Plattformen, schickt uns euer tollstes Terrarium, Foto oder Film. Die Resonanz war riesig, trotz, wenn auch der eine oder andere vielleicht Probleme hatte. Wir haben über 150 Beiträge bekommen. Ich saß gestern den ganzen Nachmittag lang dran und habe unter diesen 150 die Besten rausgesucht, beziehungsweise die Besten ist auch wirklich schwierig. Gibt mehrere Aspekte. Ich glaube, manche Leute haben super Terrarien, sind leider eher wegen schlechte Fotografen. Dann ist natürlich auch, wenn das Bild nicht optimal ist, was ankommt, oder der Blickwinkel, wie man es fotografiert hat, oder die Farben. Manche haben es, glaube bei künstlichem Licht, dann war das so wahnsinniger Grünstich drin und so weiter. So Sachen waren dann schwierig. Die habe ich dann zum Teil raussortiert, obwohl die Terrarien wirklich ganz toll aussahen. Ne? Dann manche Dinge, es gab echt viele Terrarien, die super schön bepflanzt waren. Ne? Zum Beispiel Pfeilgiftfrosch-Terrarium, ganz toll bepflanzt, oder eben so tropische Terrarien. Also wenn es darum ging, dann hätten wir wahrscheinlich unter diesen Top 10 lauter ganz dicht bepflanzte Terrarien, weil die natürlich mit der Bepflanzung, mit diesen Blumenpflanzen super schön aussehen. Aber das Thema ist ja auch ein bisschen Terrarien, das Drumherum. Ne? Also wir haben in den Top 10 auch toll bepflanzte drin, aber ich habe auch bewusst, oder ein Wüstenterrarium kann ich ja gar nicht so bepflanzen. Dann wären die Wüstenterrarien ja immer die Verlierer gewesen, weil mit einem tropischen Orchideen, Epiphyten, wie die alle heißen, kann ich ja mit dem Wüstenterrarium nicht mithalten. Also so gab es bestimmte Gründe, wieso der ein oder andere, der das jetzt vielleicht sieht, sagt, ja, aber meins war doch mindestens so schön oder noch schöner, wieso bin ich nicht in den Top 10 drin? Am Schluss ist es natürlich auch schwer für mich zu entscheiden. Also von dem her, seid mir nicht böse, wenn ihr nicht in den Top 10 seid. Trotzdem wirklich herzlichen Dank für alle Einsendungen. Ich fand sie super toll, und darauf komme ich am Schluss noch. Wir werden, auch wenn ihr nicht in den Top 10 drin seid, werden wir mit den anderen Einsendungen und mit einem Großteil der anderen Einsendungen noch was machen. Aber davon erzähle ich euch am Schluss. Ich habe jetzt hier in zufälliger Reihenfolge eben meine Top 10, die ich rausgenommen habe, hier auf dem Tablet. Sind verschieden. Manche haben 3 Fotos geschickt, manche nur einer. Ich glaube, ein Film ist dabei. Die gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Die erste Einsendung ist dieses tolle Terrarium. Ich würde mal sagen, das ist so ein halbtrockenes Terrarium. 2 Etagen, untere, obere Etage. Was hier auch interessant ist, hier sind so Schlupfboxen, also Versteckhöhlen, die man auch rausziehen kann. Also das finde ich auch ganz toll, originell. Hier sehen wir es besser von innen. Super gemachte Felsrückwand,
Äste eingearbeitet, Pflanzen. Ich glaube sogar, es ist sogar alles künstliche Pflanzen. Weiß ich jetzt nicht immer, aber das könnte ich mir vorstellen. Was natürlich auch schwierig ist, mit künstlichen Pflanzen das so toll hinzukriegen, ist super. Hier sehen wir jetzt den Terrarienbewohner, scheint irgendwie so ein Naya Kautia oder sowas zu sein. Ich bin nicht so da, also irgendwas im Cobra-Bereich. Ich bin nicht so der Naya-Insider, um das sicher zu sagen, wenn ich falsch bin. Ihr dürft mich gern verbessern, Kommentare unten reinschreiben. Das als Beitrag 1, also ganz tolles Terrarium, wirklich schön. Hier Beitrag 2, da haben wir ein Video eingesendet bekommen. Da ist ein gezeigt, wie man es aufgebaut hat. Da der Terrarienbauer sitzt drin. By the way, ich hätte, glaube ich, die Herzchen und Sternchen weggelassen, wenn ich diesen Film gemacht hätte. Guck, hier sieht man jetzt innen drin, Gestaltung von der Rückwand, toll gemacht, Felsen reingemacht, ne? Also so ein bisschen ich würde sagen, so ein asiatischer Stil mit den Holzbalken und was man so sieht, oder vielleicht so Maya-Stil würde ich sogar, können wir nicht zurück. Man hat gerade den grünen Leguan gesehen, der drin saß, ne? Da sieht man nochmal, also ein Iguana-Terrarium. Auch wirklich toll gemacht, ne? Also die Felsrückwände, super, ja, eben das Thema Maya vielleicht ein wenig aufgegriffen, ne? Die Mayas aus Mittelamerika, das passt wirklich gut. Also tolles Großraumterrarium, ja, ist natürlich auch bestimmt eine Riesenkiste mit 3 Meter oder sowas geschätzt. Hier haben wir einen Einsender, das ist das, was ich vorher gesagt habe, toll bepflanzt, ne? Ein tropisches Regenwald-Terrarium. Äste, schöner Hintergrund, den sieht man jetzt gar nicht so deutlich. Also der Einsender von diesem Beitrag, wenn du vielleicht sogar 2, 3 Bilder geschickt hättest, dann hätten wir es vielleicht noch gleich ein wenig besser erkennen können. Aber super schön geworden. Also ist natürlich dann auch ein totales Schmuckstück in der Wohnung, ne? Jetzt kommt eins, da wird der ein oder andere vielleicht sagen, naja, da ist ja nicht viel drauf. Ein Spinnenterrarium, hier sieht man die Spinne, Xenestes imanis, würde ich mal behaupten, ist das. Was mir daran so gefallen hat, ein Spinnenterrarium ist ja wirklich klein, ne? Und ein kleines Terrarium so naturgetreu zu machen, wie das hier ist, ne? Diese Felsrückwände, die Pflanzen mit drin. Da unten ist wohl die Höhle von dem Tier, nehme ich an. Also ich denke, das Terrarium ist vielleicht 40, 50, 60 Zentimeter. In diesem kleinen Terrarium so ein Stück Natur, wenn ich das sehe, da meine ich ja, der hat das in der Natur fotografiert. Also da bin ich echt absolut Fan von dieser Einsendung. Schade, dass es auch nur das eine Foto war. Hätten wir vielleicht 2, 3, wo man das Terrarium insgesamt mal noch sieht, wäre toll gewesen. Aber allein der Ausschnitt, natürlich auch gut fotografiert, gestochen scharf, gefällt mir absolut super. Dann kommen wir zu einem Varan-Terrarium. Ich weiß nicht, sieht man die Varane irgendwo? Ich weiß es von der Einsendung. Nee, ich dachte, man hätte sie irgendwo sitzen sehen. Nee, wer bei uns schon die zum Beispiel Stachelschwanz-Varan-Folge gesehen hat, das ist so ein klassisches Biotop Australien, so der rote Sand, diese Felsen, die auch quer verlaufen, finde ich auch toll, ne? Also in der Natur. Viele Felsformationen wurden ja so aufgeworfen von der Natur, entsprechend sind sie so schräg. Das hat er auch toll nachgeahmt. Die Tiere können sich da toll, einerseits haben sie so ihre Spalten, wo sie sich verstecken können, und dann die Sonnenplätze. Also finde ich auch wirklich toll gemacht, diese Rückwand. Wenn ich richtig sehe, auch, glaube ich, komplett auf echte Pflanzen verzichtet. Ja, ich wiederhole mich, echte Pflanzen haben einerseits einen Vorteil, machen natürlich ein gutes Klima, geben eine gute Luftfeuchtigkeit, aber je nach Terrarientiere können echte Pflanzen auch, entweder die Schlangen zum Beispiel machen es permanent kaputt, oder ich habe sowas wie Bardergamen, die würden mir das alles auf- oder anfressen. Also von dem her sind echte Pflanzen gar nicht immer machbar als Terrarianer, und wenn man das dann mit Kunstpflanzen so toll hinkriegt, echt eine super Sache. Dann haben wir nochmal ein
ganz tolles Regenwald-Terrarium. Wahnsinnig begrünt, ne? Also ich denke, der muss auch botanisch richtig was auf der Pfanne haben, der das gemacht hat. Bild 2, ein besseres Close-up. Nochmal die Begrünung. Auch noch eine Sache oder ein Tipp von mir. Es kamen auch Einsendungen. Also das Terrarium wirklich dreidimensional zu gestalten, ist ja auch schwierig. Ne? Oft habe ich Boden und habe ich Rückwand, aber den Raum im Terrarium schaffen mit irgendwelchen Querverzweigungen, wo die Tiere ja nutzen können, ne? Das ist gar nicht so leicht. Ne? Wie kriege ich einen Ast oder wie kriege ich irgendwas hier vorne quer rüber, muss ich ja dann irgendwie gescheit befestigen. Das ist, glaube ich, in der Terroristik auch manchmal die Kunst. Hat der wirklich auch toll gemacht. Und drin sitzt so ein, ich glaube, ich würde sagen, ist vielleicht so Kalotes oder irgendwas, Sri Lanka Kalotes hätte ich jetzt getippt. Der sitzt da schön auf den Ästen drauf. Ja, wirklich gelungenes Regenwald-Terrarium. Dann kommen wir zu einem Großraum-Terrarium. Da braucht man einen Moment, bis man es kapiert. Also das ist hier so in die Schräge reingebaut, ne, geht hier los. Ist hier ein Durchgang, ne, das sind nicht zwei Terrarien, sondern es ist ein Durchgang von hier nach hier. Wie gesagt, hier in diese Fensterecke über den Schreibtisch gebaut. Echt schönes Plätzchen. Hier, da sitzt einer am PC, guckt wegen im PC rein und rundherum hat er diese Terrarienlandschaft. Rückwand toll gestaltet, ne, irgendwelche Äste, so ja, tropischer Hintergrund, würde ich sagen. Also wirklich toll, ja, da sieht man es noch besser. Ne? Das ist das gleiche Terrarium nochmal. Das ist dieser vordere Teil hier. Hier so Äste eingearbeitet. Also ein ganz tolles Großraumterrarium. Der, wo es eingeschickt hat, hat gesagt, er will Kronengeckos reinmachen. Das finde ich ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, wie sagt man, nee, sage ich jetzt nicht, aber ist fast ein wenig schade. Ne? Also so 1, 2 Kronengeckos, denke ich, verlaufen sich in diesem Terrarium. Da würde ich vielleicht doch zumindest was Größeres, oder wenn es nur Litschis sind wenigstens, ne, dass sie ein bisschen eine Größe haben. Aber für Kronengeckos in diesem großen Terrarium, ich glaube, die gehen ein wenig unter. Dann haben wir ein vom Aufwand, von den Kosten, von allem deutlich kleineres Terrarium. Was ich toll finde, auch die Rückwand super gemacht. Man sieht hier so die Leopardgeckos, wie sie da sitzen. Die Leopardgeckos wollen ja diese Klemmspalten. Ne? Wer die Leopardgecko-Folgen von uns kennt, kennt es mit den Klemmspalten. Das lieben die, da verstecken die sich drin. Das hat der wirklich toll gelöst. Vorne der Boden vielleicht fast ein wenig arg voll. Andererseits, ich könnte mir vorstellen, in der Natur ist der Boden auch komplett voll. Ne? Also man hat nicht so die freie Sandfläche, wie wir vielleicht im Terrarium haben, sondern da hat man jede Menge Versteckmöglichkeiten. Und ich glaube, für die Tiere ein perfektes Leopardgecko-Terrarium. Und deswegen, auch wenn es, wie gesagt, viel kleiner ist, vom Aufwand, von den Kosten viel geringer wie das, was wir jetzt davor gesehen haben. Aber auch so ein Terrarium verdient es aus meiner Sicht in die Top 10. Auch ganz cool gelöst. Viele Schlangen sind ja Kulturfolger, bewohnen die Nähe vom Menschen. Also bei uns hier in Deutschland würde ich mal sagen, die Ringelnattern sind vielleicht ein bisschen Kulturfolger, kommen auch oft in der Nähe von Bauernhöfen, Pferdehöfen vor. Das hier geht jetzt wegen mehr Richtung USA, denke ich, so ist wegen das Thema. Hier mit Werkzeug drin. Hier das nächste, hier sieht man wegen die Schlange. Ich glaube, es ist sogar auch wieder wegen was im Giftschlangenbereich, Naja oder sowas. Das Ganze eben als Thema Stall gemacht, finde ich super. Habe ich irgendwo, glaube ich, sogar schon in meiner Zeitschrift, meine ich, war das Bild schon mal drin. Ich weiß nicht, der, wo es eingesendet hat. Ich glaube, es war schon in meiner Zeitschrift abgebildet. Also ich finde es cool mit diesen Sachen drin. Gefällt mir unheimlich gut. Das Thema Terrarium ganz anders mal interpretiert. Ne? Und das ist der letzte Beitrag. Der hat ein Terrarium gebaut, oben Steppenterrarium, grünes Terrarium und unten solche Schubladen rein. Also gerade Königspython, ganz wichtig, die wollen ja diese Höhlen, wo sie sich rein verkriechen. Ne, das hat er mit Schubladen gelöst, die man rausziehen kann. Innen drin sind irgendwelche, oder sind die Eingänge, ne, wo die
wo die Tiere sich hier verkriechen können in die Höhlen. Schiebt man natürlich zu, ist logisch. Hier sieht man nochmal so eine einzelne Schublade. Auch die Schublade selber, nicht einfach irgendwie nur eine Schublade, ein bisschen Moos rein, sondern hier auch so Gänge gestaltet. Also das kommt, glaube ich, so einem Königspython-Versteck in Afrika recht nahe. Aus meiner Sicht als Königspython-Biotop ein bisschen zu grün. Also in Westafrika, Steppe, ist bei weitem nicht so grün. Wenn ich es jetzt von oben sehen würde, würde ich denken, also Königspython mag's oder hat es in der Regel ein wenig trockener, wobei das ist vielleicht auch zwangsläufig. Also wenn der da oben seine 30 oder 32, 33 Grad gar hat und eben hier unten die Verstecke mit knapp 30 Grad, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ein Python regius sich da absolut wohlfühlt und da drin sicher paaren und sich vermehren wird. Und irgendwann liegen hier die Eier in diesen Gängen drin. Also auch ganz toll gelöst. Also Leute, es war wirklich schwierig, aber mein Platz 3, ist das hier, ne? Wirklich total tolle Rückwand, innen drin toll gestaltet und mit ausschlaggebend waren dann noch diese Schlupfboxen, ne? Finde ich total super gemacht, schön und für die Tiere perfekt. Mein Platz 3. Und mein Platz 2, auch ein Wahnsinnsterrarium, die Scheune, ne? Ja, finde ich einfach super originell. Hier mit dem Stiefel drin und so weiter. Bin ich überzeugt, der hat auch ein tolles Klima in diesem Terrarium drin. Und dann das Thema Kulturfolger, Scheune. Also finde ich super. Wer weiß, wie viele Scheunen in Schlangen leben. Die Leute wissen es gar nicht. Der hat das Thema aufgegriffen. Mein Platz 2. Und die 1, auch wenn er noch nicht sicher weiß, was reinkommt und wenn er wirklich die Kronengeckos reinmacht, ist dieses Schmuckstück. Es ist vom Terrarium toll gemacht, ne? Diese Rückwand, die Gestaltung ist echt super. Für mich ausschlaggebend ist, ich denke mir, das ist so wegen der, in Anführungsstrich, der Lieblingsplatz in der Wohnung oder das ist der Schreibtisch halt, ne, wo man ist, wo man sich aufhält. Und um diesen Schreibtisch herum dieses göttliche Terrarium gebaut, in die Nische rein, darüber. Und es nicht nur da rein, also in die Nische bauen. Jeder von uns hat, oder nicht jeder, viele Terrarianer von uns haben schon mal eine Nische genutzt und haben einen Terry reingemacht. Aber der hat es absolut perfektioniert. Deswegen meine Nummer 1. Und deswegen gibt es für ihn den ersten Platz und den dicksten Gutschein sozusagen. Die 3 Gewinner von euch kriegen von uns eine E-Mail mit dem entsprechenden Gutschein. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Dann ganz besonders wirklich herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Bitte nicht enttäuscht sein, wenn ihr nicht Erster geworden seid. Ich hatte es vorher angesprochen. Wir machen einen zweiten Wettbewerb mit einem Großteil der Einsendungen. Die werden wir ohne meine Kommentare, ohne mein Gelaber, also könnt ihr euch drauf freuen, da fällt mein Gelaber weg. Die lassen wir nur durchlaufen, tun sie irgendwie nummerieren, machen eine Abstimmung. Also da habt ihr dann eine zweite Chance. Bei der zweiten Verlosung gibt es natürlich auch nochmal einen entsprechenden Preis. Also von dem her bleibt dran, folgt Reptil TV, abonniert uns, gebt uns Daumen hoch und freut euch auf die nächste Terrarienfolge.